Dieses Gefühl, zu Hause nicht mehr sicher zu sein, hatte ich in Tripolis schon einmal gehabt. Aber da waren es Fremde, die mich bestohlen hatten. Unsere Haustür war aufgebrochen, die ganze Wohnung durchwühlt. Bettzeug, Matratzen lagen auf dem Boden verstreut. Alles war von oben nach unten gekehrt. Nichts befand sich mehr an seinem ursprünglichen Platz und alle Wertsachen waren verschwunden. Die eigene Wohnung war nicht mehr sicher. Dieses Gefühl des Unbehagens hielt damals lange an und ist jetzt vor einigen Monaten mit aller Macht zurückgekehrt. Unsere häusliche Situation ist eskaliert. Während ich hier in meiner Wohnung in der Küche sitze, wird mir zum ersten Mal bewusst, dass David nicht einmal mehr die Kraft besitzt, mir etwas vorzumachen. Seine Sucht hat Besitz von ihm ergriffen. Mir fallen Zeitungsschlagzeilen ein, zum Beispiel Drogensüchtiger erschlägt Mutter. Und gleichzeitig bin ich über meine Gedanken beschämt. Und zum ersten Mal, seitdem David zu uns gekommen ist, bin ich nicht mehr traurig darüber, dass es mit der Adoption in all den Jahren nicht geklappt hat. Zuerst war eine Adoption nicht möglich gewesen, weil Davids Vater in Amerika lange nicht gefunden werden konnte, wir aber seine Zustimmung dafür benötigten. Dann waren unsere ungeklärten familiären Verhältnisse, als Frank uns verlassen wollte, ein Hinderungsgrund. Und jetzt, wo ich David endlich adoptieren kann, will ich es nicht mehr. Zumindest nicht jetzt. Nicht in dieser Situation. Denn als Pflegekind steht er nach wie vor unter der Obhut des Jugendamtes. Was für ein Glück. Ich kann mir immer noch Hilfe holen. Doch hat mir das Jugendamt in all den vergangenen Jahren wirklich geholfen? Nein. Sie haben mich eigentlich nur ihre Macht spüren lassen und mir ständig zu verstehen gegeben, dass ich nichts weiß und nicht kompetent bin. Während ich unter Davids Fingern die Tastatur des Computers klappern höre, schließe ich dennoch leise die Wohnzimmertür und rufe die für ihn zuständige Sozialarbeiterin beim Jugendamt an, die meinen Sohn bis zu seiner Volljährigkeit betreut. Frau Müller-Bromberg, eine zierliche ältere Frau mit langjähriger Erfahrung, hatte uns gleich nach unserer Ankunft in Berlin besucht, um sich von Davids neuer Lebenssituation ein Bild zu machen. Zufrieden hatte sie sich damals von uns verabschiedet. Sie fand alles wunderbar und meinte beim Hinausgehen erleichtert, mit Ihnen werde ich keine Arbeit haben. Ich kann ihr anmerken, wie gestresst sie ist, aber sie hört mir zu und erscheint pünktlich zum vereinbarten Termin gegen Abend bei uns zu Hause. Als sie die Wohnung betritt und vorwurfsvoll mit den Augen rollt, fühle ich mich ganz klein. Ihr Blick sagt mir, dass ich anscheinend nicht in der Lage bin, meinen Pflegesohn zu erziehen. Sie schaut sich als erstes Davids inzwischen wieder aufgeräumtes Zimmer an, begutachtet mit undurchschaubarer Miene den kaputten Türrahmen und anschließend die zerschlagene Vitrine. Mein Sohn steht völlig unbeteiligt daneben. Frau Müller-Bromberg lässt sich von Davids Lässigkeit nicht beeindrucken und hält dem gelangweilt wirkenden Jungen einen Vortrag. Das Ergebnis dieses einseitigen Gesprächs ist eine vom Jugendamt auferlegte Therapie bei einem angesehenen Therapeuten, der sich auf jugendliche Drogenabhängige spezialisiert hat. Die Sozialarbeiterin gibt David unmissverständlich zu verstehen, dass diese Therapie eine Auflage sei. Sollte er sich davor zu drücken versuchen, würde sie umgehend veranlassen, dass er in eine Einrichtung für betreutes Wohnen aufgenommen wird. Während sie mit erhobenem Zeigefinger vor David steht und auf ihn einredet, kommt es mir so vor, als wäre ich gar nicht anwesend. Sie fragt mich nicht, was ich davon halte, sondern schaut über mich hinweg, als ginge mich das Ganze gar nichts an. Sie will ihn mir wegnehmen, denke ich entsetzt, denn trotz aller Schwierigkeiten mit meinem Sohn ist dieser Gedanke für mich schrecklich. Und auch an David scheint das Gesagte nicht spurlos vorüberzugehen, denn er wird auf einmal sehr blass. Es ist nicht einfach, sofort einen Therapieplatz für dich zu bekommen, meint sie weiterhin, aber ich werde es dringend machen. Beim Verabschieden nickt sie mir flüchtig zu. Kaum ist sie zur Tür hinaus, sagt Dave mit dünner Stimme, »Mama, ich will nicht fort von dir.« »Mach diese Therapie, dann wird es dir auch bestimmt bald wieder besser gehen«, beruhige ich ihn, nehme ihn tröstend in den Arm und drücke ihn fest an mich. Später am Abend rufe ich Konstantin an, der inzwischen in seiner eigenen kleinen Wohnung in der Nähe des Flughafens wohnt. Wie schon oft, wenn es um seinen Bruder geht, versucht er mich zu beruhigen und redet beschwichtigend auf mich ein. Und mir wird mit einem Mal bewusst, wie sehr ich meinen älteren Sohn in der Vergangenheit mit den Problemen seines Bruders belastet habe. Unsere Mutter-Sohn-Gespräche führten immer wieder zu einem und demselben Thema: David. Anschließend telefoniere ich mit Frank, meinem Ex-Mann. Wir haben inzwischen wieder ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, denn schließlich waren wir über viele Jahre hinweg glücklich miteinander verheiratet und haben 2 Söhne. Das verbindet uns.
Frank hat seit längerem eine neue Beziehung, Miriam, eine Kindergärtnerin, die sich mit unseren Söhnen gut versteht. Kiffen macht nicht abhängig, das müsstest du doch wissen, sagt Frank. Außerdem ist es mir völlig rätselhaft, wieso Dave dabei diese Aussätze haben soll, spricht er weiter. Vom Haschisch kommen die bestimmt nicht. Besteht die Möglichkeit, dass er noch was anderes nimmt? Auf keinen Fall, erwidere ich, das würde ich doch merken. Wir beenden das Telefonat, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, erst einmal Davids Gespräche mit dem Psychologen abzuwarten. Danach versuche ich noch einmal bei Dora anzurufen. Endlich geht sie ans Telefon. Sie merkt gleich an meiner Stimme, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Was ist los, fragt sie mich. Ach, Dora, seufzt ich, weißt du noch, wie sehr wir uns diese Kinder gewünscht haben und wie glücklich wir waren, als wir sie damals endlich bekamen? Dora lacht verlegen, als sie antwortet, wie könnte ich das je vergessen? Daraufhin erzähle ich ihr in allen Einzelheiten vom heutigen Tag, von Davids Ausraster, dem Besuch der Sozialarbeiterin und schildere ihr schließlich auch meine Verzweiflung. Seltsamerweise ist sie kein bisschen überrascht. Du weißt ja nicht, was bei uns los ist, sagt sie. Du hast keine Ahnung von dem, was sich hier tagtäglich abspielt. Jenny, unsere süße Jenny, betrinkt sich. Sie konsumiert Alkohol in großen Mengen. Jenny ist gerade mal 13. Und obwohl wir es ihr verbieten, raucht sie eine Zigarette nach der anderen. In der Schule ist sie die schlechteste der Klasse. Naja, schränkt sie ein, wie soll es auch anders sein? Sie geht ja meistens gar nicht hin. Ich bin fassungslos. Dass es Probleme mit Jenny gab, wusste ich zwar, aber das Ausmaß war mir nicht bekannt. Sie kommt oft gar nicht nach Hause. Wir wissen gar nicht, wo sie steckt, redet Dora weiter. Ihre Stimme klingt so müde und hoffnungslos. Sie ist so niedergeschlagen, dass ich kaum wage, weiter über David zu sprechen, denn wie sollte sie in dieser Situation eine Lösung für mich haben? Wir sind als Eltern austauschbar, sage ich resigniert. Denk an den Zwillingsforscher Thomas Böchert. Hast du von den Chin-Twins schon einmal etwas gehört? Frage ich sie. Die als Babys getrennt wurden und sich dann im Alter von fast 40 Jahren wiedergesehen haben. Unterschiedlich aufgewachsen und trotzdem das gleiche Leben gelebt. Dora, füge ich deprimiert hinzu, sogar ihre Ehefrauen und ihre Kinder trugen die gleichen Namen. Das macht Mut, erwidert Dora ironisch. Wenn es mit David noch schlimmer wird, weiß ich nicht, was ich tun soll. Kannst du dir vorstellen, Jenny wieder wegzugeben, frage ich. Dora ist entsetzt. Niemals, antwortet sie mit fester Stimme. Niemals geben wir Jenny wieder weg. Und fragt mich eindringlich, hast du vergessen, dass das Weggeben das Schlimmste ist, was man diesen Kindern antun kann? Nein, beteuere ich, das habe ich nicht vergessen. Aber wenn man es nicht mehr schafft und daran zu zerbrechen droht, was macht man dann? Man kämpft weiter. Doras Stimme klingt bestimmt. Wir haben es diesen Kindern doch versprochen, sie niemals wieder wegzugeben. Weißt du, was ich mir all die Jahre immer gedacht habe, Dora, frage ich sie. Sie ist still und wartet darauf, dass ich weiterspreche. Ich habe euch für die besseren Pflegeeltern gehalten. Warum, fragt Dora erstaunt. Weil ihr so viel mit euren Töchtern unternommen habt, antworte ich. Die vielen Radtouren, das Wandern. Während wir mit der Spielkonsole vom Fernseher saßen, wart ihr in der frischen Luft unterwegs. Ja, meint Dora, das bestätigt doch genau die Studien von Borchardt. Es ist einfach egal, wie man Kinder erzieht und was man mit ihnen unternimmt. Die Gene entscheiden. Ratlos verabschieden wir uns voneinander. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Inge kommt die Treppen herauf. Sie ist kaum in der Wohnung, als sie mich fragt, was sich an Wertgegenständen in meiner Wohnung befindet. Einige Goldmünzen, antworte ich ihr. Sie sind das Einzige, was mir nach dem Einbruch in Tripoli noch geblieben ist und was ich mit hierher gebracht habe. Verschiedene arabische Münzen und eine rot-goldene arabische Sure, die ich zu einem Hochzeitstag bekommen habe, zähle ich auf. Die solltest du schleunigst in einem Schließfach bei deiner Bank unterbringen, warnt Inge eindringlich. Und deinen Schmuck, den du später in Deutschland von deinem Mann bekommen hast, wo bewahrst du den aus? Fragt sie mich streng. Das Armband, die geflochtene Kette, der Siegelring und der schöne Ring mit den Diamanten? Ich bitte dich, Inge, erwidere ich ungehalten. Glaubst du allen Ernstes, David würde sich an meinem Schmuck vergreifen? An Dingen, von denen er genau weiß, wie wichtig sie mir sind, weil sie mit so vielen Erinnerungen verbunden sind? Inge zuckt die Achseln und sagt, nur sicher ist sicher. Unsere Mutter-Sohn-Gespräche führten immer wieder zu einem und demselben Thema, David. Anschließend telefoniere ich mit Frank, meinem Ex-Mann. Wir haben inzwischen wieder ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, denn schließlich
waren wir über viele Jahre hinweg glücklich miteinander verheiratet und haben 2 Söhne. Das verbindet uns. Frank hat seit längerem eine neue Beziehung, Miriam, eine Kindergärtnerin, die sich mit unseren Söhnen gut versteht. Kiffen macht nicht abhängig, das müsstest du doch wissen, sagt Frank. Außerdem ist es mir völlig rätselhaft, wieso Dave dabei diese Aussätze haben soll, spricht er weiter. Vom Haschisch kommen die bestimmt nicht. Besteht die Möglichkeit, dass er noch was anderes nimmt? Auf keinen Fall, erwidere ich, das würde ich doch merken. Wir beenden das Telefonat, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, erst einmal Davids Gespräche mit dem Psychologen abzuwarten. Danach versuche ich es noch einmal bei Dora anzurufen. Endlich geht sie ans Telefon. Sie merkt gleich an meiner Stimme, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. »Was ist los?« fragt sie mich. »Ach, Dora«, seufze ich, »weißt du noch, wie sehr wir uns diese Kinder gewünscht haben und wie glücklich wir waren, als wir sie damals endlich bekamen?« Dora lacht verlegen, als sie antwortet, »Wie könnte ich das je vergessen?« Daraufhin erzähle ich ihr in allen Einzelheiten vom heutigen Tag, von Davids Ausraster, dem Besuch der Sozialarbeiterin und schildere schließlich auch meine Verzweiflung. Seltsamerweise ist sie kein bisschen überrascht. »Du weißt doch nicht, was bei uns los ist«, sagt sie. »Du hast keine Ahnung von dem, was sich hier tagtäglich abspielt. Jenny, unsere süße Jenny, betrinkt sich. Sie konsumiert Alkohol in großen Mengen, Hilde«, sagt sie deprimiert. »Jenny ist gerade mal 13. Und obwohl wir es ihr verbieten, raucht sie eine Zigarette nach der anderen. In der Schule ist sie die schlechteste der Klasse.« »Naja«, schränkt sie ein, »wie sollte es auch anders sein? Sie geht ja meistens überhaupt nicht erst hin.« Ich bin fassungslos. Dass es Probleme mit Jenny gab, wusste ich zwar, aber das Ausmaß war mir nicht bekannt. »Sie kommt oft nicht nach Hause, wir wissen gar nicht, wo sie ist«, redet Dora weiter. Ihre Stimme klingt müde und hoffnungslos. Sie ist so niedergeschlagen, dass ich kaum wage, weiter über David zu sprechen, denn wie sollte ich in dieser Situation weiter darüber reden und sie eine Lösung für mich haben? »Wir sind als Eltern so austauschbar«, sage ich resigniert. »Denk an den Zwillingsforscher Thomas Borchardt. Hast du von den Jim Twins schon einmal etwas gehört?«, frage ich sie, die als Babys getrennt wurden und sich dann im Alter von fast 40 Jahren wiedergesehen haben. Unterschiedlich aufgewachsen und trotzdem das gleiche Leben gelebt, Dora«, füge ich deprimiert hinzu. »Sogar ihre Ehefrauen und ihre Kinder trugen die gleichen Namen.« »Das macht Mut«, erwidert Dora ironisch. »Wenn es mit David noch schlimmer wird, weiß ich nicht, was ich tun soll.« »Kannst du dir vorstellen, Jennifer wieder wegzugeben?«, frage ich. Dora ist entsetzt. »Niemals«, antwortet sie mit fester Stimme, »niemals geben wir Jenny wieder weg.« Und fragt mich eindringlich, »Hast du vergessen, dass das Weggeben das Schlimmste ist, was man diesen Kindern antun kann?« »Nein«, beteuere ich, »das habe ich nicht vergessen. Aber wenn man es nicht mehr schafft und daran zu zerbrechen droht, was macht man denn dann?« Man kämpft weiter. Doras Stimme klingt bestimmt. Wir haben es diesen Kindern doch versprochen, sie niemals wieder wegzugeben. »Weißt du, was ich mir all die Jahre immer gedacht habe, Dora?«, frage ich sie. Sie ist still und wartet darauf, dass ich weiterspreche. »Ich habe euch für die besseren Pflegeeltern gehalten.« »Warum?«, fragt Dora erstaunt. »Weil ihr so viel mit euren Töchtern unternommen habt«, antworte ich. »Die vielen Radtouren, das Wandern, während wir mit der Spielkonsole vom Fernseher saßen, wart ihr an der frischen Luft unterwegs.« »Ja, mein Dora, das bestätigt doch genau die Studien von dem Borchardt. Es ist einfach egal, wie man Kinder erzieht und was man mit ihnen unternimmt. Die Gene entscheiden.« Ratlos verabschieden wir uns voneinander. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Inge kommt die Treppen herauf. Sie ist kaum in der Wohnung, als sie mich fragt, was sich an Wertgegenständen in meiner Wohnung befindet. »Einige Goldmünzen«, antworte ich ihr. »Sie sind das Einzige, was mir nach dem Einbruch in Tripoli noch geblieben ist und was ich mit hierher gebracht habe. Verschiedene arabische Münzen und eine rot-goldene arabische Sure, die ich zu einem Hochzeitstag bekommen habe, zähle ich auf.« »Du solltest schleunigst diese Dinge in ein Schließfach bei deiner Bank unterbringen«, warnt Inge eindringlich. »Und deinen Schmuck, den du später in Deutschland von deinem Mann bekommen hast, wo bewahrst du den auf?«, fragt sie mich streng. »Das Armband, die geflochtene Kette, der Siegelring und der schöne Ring mit den Diamanten?« »Ich bitte dich, Inge«, erwidere ich ungehalten, »glaubst du allen Ernstes, Dave würde sich an meinem Schmuck vergreifen, an Dingen, von denen er genau weiß, wie wichtig sie mir sind, weil sie so viel mit Erinnerungen verbunden sind?« Inge zuckt mit den Achseln und sagt nur, »Sicher ist sicher.« An diesem Abend stecke ich einen Holzkeil unter die Tür meines Schlafzimmers, denn es gibt keinen Schlüssel, mit dem ich sie abschließen könnte. Ich habe Angst vor meinem eigenen Sohn.
Angst, die mit meinen schlimmen Erlebnissen aus der Vergangenheit nicht zu vergleichen ist. Wie eine ungeheuerliche Bedrohung bringt sie meine Welt ins Wanken, und so schütze ich mich vor meinem Sohn, der mich im Schlaf überfallen könnte, und schäme mich gleichzeitig dafür. Die Sozialarbeiterin hält Wort. Schon